Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter. Im letzten Video über die Länge ist die Position auch schon geklärt worden. Tobias, du brauchst heute gar nicht spielen. Ja? Hat mich gefreut, danke Hat und mich tschüss. gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt bitte nichts in die Kommentare. Kurz genug. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Position vom Stimmstock. Nach dem Intro gibt's mehr. Also, die Position vom Stimmstock hängt von ein paar Faktoren ab. Und da zeichne ich jetzt wieder ein bisschen was auf. Das ist schwarz. Weghauen. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich wieder meine Deckenwölbung habe in der Längsrichtung, ja, wo der Steg oben steht, da haben wir jetzt so die Seitenhalter herunten. Da haben wir das Griffbrettel. Da gehen die Seiten um mich. Dann ist die Faustregel die, dass man diese Stegstärke in etwa da freilässt und da fängt der Stimmstock aber an. Ja? Jetzt ist das wirklich nur als Faustregel zu sehen, weil es sehr stark davon abhängt, wie stark ist die Decken, also sprich dieses Maß hier. Wenn die Decken dünner ist, dann muss der Stimmstock weiter in die Richtung wandern. Ja? Weil ich sonst diese S-Kurven, die ich da zusammenbringe, einfach viel zu groß wird. Ja? Also, die Kurven, wobei ja der Steg nach unten druckt und der Stimmstock natürlich nach oben druckt. Ja? Das sollte in einem Verhältnis sein, was bei einer normalen Deckenstärke, ich sage jetzt einmal bei einer Geigen, kennt es in etwa, bei einer Geigen könnte es da in etwa, sagen wir mal 3 mm stark sein. Bei der Violine 3 mm. Ja? Dann habe ich da unten wahrscheinlich ungefähr eine Stegbreite von ungefähr 4 mm. Das heißt, ich habe da auch meine 4 mm Abstand und dann kommt der Stimmstock. Ja? Wenn die Deckenstärken da nur mehr 2 mm hat, dann muss das auch enger sein, obwohl der Steg noch immer 4 mm breit ist. Das heißt, dann muss der Abstand dieser da, das ist ein ganz wichtiger Abstand, dieser Abstand da, der hängt sehr stark mit der Deckenstärke zusammen und auch, wie viel ist es schon deformiert. Man sieht es bei allen Instrumenten, dass die Decken in der Längsrichtung nicht sozusagen so eine Biegung macht, sondern die schaut dann schon so aus, ja. Die ist dann schon so verbogen. Sobald das so verbogen ist, weil da der Steg steht und da der Stimmstock druckt, ja, habe ich natürlich von vornherein schon einen Ruhezustand, der wie eine S-Kurve ausschaut. Ja, und ich muss dann da hergehen. Das heißt, das schaut dann schon so aus. Und ich muss dann hergehen und muss genau diese Distanz da verkleinern. Wie mache ich das jetzt? So und schnell. Diese Distanz muss dann im Prinzip kleiner werden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe klanglich die besten Erfahrungen gemacht, dass der Stimmstock sozusagen jetzt da nicht gerade drinnen steht, sondern am besten ist, wenn er unten so leicht schräg steht. Ja? Man kann jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt irgendwie alles falsch. Es gibt halt eine Position für jedes individuelle Instrument, wo der Stimmstock sowohl in dem Bereich, wo er bei der Decken aussteht, als auch in dem Bereich, wo er am Bogen ansteht, richtig ist. Meistens hängt es aber wirklich damit zusammen, dass es um die richtige Länge geht und auch wie die Passungsflächen sitzen. Das heißt,
sollte so sein, dass ein Stimmstock, der aus irgendeinem Grund nicht ganz gerade drinnen steht, also in beiden Achsen, sowohl wenn ich es von der Seite anschaue, als auch wenn ich es von dieser Seite anschaue. Ja? Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass ein Stimmstock, der in Wirklichkeit jetzt da sozusagen so ein bisschen schräg drinnen ist oder auch so ein bisschen schräg drinnen ist. Wenn er passt oben und unten und wenn das klangliche Ergebnis funktioniert, dann kann man das schon lassen. Passen muss er oben und unten in jedem Fall, weil sonst die Gefahr einer Beschädigung von Deckel oder Boden da ist. Und im schlimmsten Fall sogar von einer Rissbildung. Ja. Wenn man das jetzt sozusagen von oben anschaut, auf die Decken auf, dann habe ich also da meinen Stegfuß. Da herüben den Stegfuß von der Bossseite, wie wir das schon gehabt haben mit dieser Bombierung. Ja. Und dahinter steht der Stimmstock. Ja. Dann ist es ja so, dass die Faserrichtung von der Decken immer so eine Längsrichtung hat. Ja. Das heißt, das Deckenholz geht in dieser Richtung, ja, und der Stimmstock soll dann genau da quer stehen. Ja. Das heißt, nachdem ich das als Deckenrichtung habe, soll der Stimmstock, die Faser, Stirnholz so sein. Ja, auf keinen Fall so. Ja, weil dann würde das sozusagen ineinander rutschen und sie eindrucken. Ja, das habe ich noch vergessen zu sagen. Und im Zweifelsfall ist es immer besser, wenn der Stimmstock eher ein bisschen in die Richtung einer schaut, also dass er in etwa da steht, als wie wenn er zu weit heraus ist, sprich in etwa da steht. Das ist mit Sicherheit weniger gut. Ja? Je weiter der nach außen geht, desto inhomogener wird der ganze Klang. Ja? Es kann sein, dass es zeitweise ein bisschen lauter wird, aber es wird auch inhomogener. Ja? Und den gesunden Ton, der sozusagen einen Kern hat, einen Fokus hat, aber trotzdem Obertöne hat, erreiche ich halt am ehesten in genau dieser Position da. Ja? Ich zeichne es jetzt vom Mittelpunkt auf, ja? Beziehungsweise eher ein bisschen in die Richtung rein. Ja? Das ist das, was ich aufgrund der Erfahrung sagen kann, dass das Sinn macht. Ja? Ja. Wie verändert sich der Klang, wenn man den Stimmstock näher zum Steg oder weiter weg zum Steg bewegt, sprich wenn man diese S-Kurve ein bisschen flacher oder steiler macht? Ja, ganz einfach erklärt. Und lasst es verallgemeinern, dass das bei allen... Wohl, das ist so. Ja, das ist schon immer so. Also, wenn ich ein Instrument klanglich haben möchte, das jetzt, da sage ich einmal, sehr weich und sehr rund funktioniert und jetzt, ja, also das jetzt nicht so brillant ist, nicht so tragend ist, das gemütlich zum Spülen ist, dann ist es mit Sicherheit so, dass die Position oder dass dieser Abstand vielleicht ein bisschen größer werden soll und der Stimmstock eher in diese Richtung wandert. Ja? Also habe ich den Stimmstock weiter weg vom Steg, dann ist das Ganze sozusagen weicher, runder, hat aber den Nachteil, dass es weniger Widerstand bietet, das Instrument, dem Musiker. Ja? Man kann nicht so gut attackieren, ja? Und es fehlt auch an Brillanz dann. Ja? Also auch bei diesen mittleren Seiten, also die unteren Seiten, die Bossseiten profitieren einmal, wenn man ein Stückchen weggeht. Ja? Die Diskantseiten verlieren aber. Ja? Und du brauchst halt auf der E-Seite bei der Geigen oder auch bei der Bratschen A-Seiten. Bei der Bratschen ist es ein bisschen schwieriger einzustellen, weil du brauchst sowohl eine gesunde, gute A-Seiten und du brauchst aber auch eine C-Seiten, der einen Kern und eine Tragfähigkeit hat. Ja? Und da ist das Einstellen vom Stimmstock sozusagen ein bisschen haglicher. Ja? Also wenn es zu weit weg ist, dann ist es in Wirklichkeit, dann fehlt schon viel. Wenn es zu knapp neben ist, dann kriegt das Ganze so einen richtig gepressten Ton. Ist auch nicht gefragt. Ja? Und es ist natürlich auch klar, es hängt sehr stark auch davon ab, wie die Wölbung gemacht ist. Das heißt, wenn eine Wölbung, ich mache es jetzt einmal übertrieben, ja? Wenn eine Wölbung relativ stark ansteigt und so ausschaut, ja, dann ist es einmal vom Stimmstock her, natürlich mit Sicherheit, wenn ich da wieder den Bossbalken habe, ja, da habe ich den Steg oben, ja, und da habe ich den Stimmstock. Dann ist natürlich der Weg
den ich da mache, um den Druck zu erhöhen oder verringern, also sowohl in die als auch in diese Richtung, dadurch, dass diese Flächen viel schräger sind, ja, ist es natürlich viel, viel kleiner. Ja. Ist es ein Instrument, das also relativ flach ist, ja, dann ist es auch klar, dass ich, um den gleichen Druck zu erhöhen, ja, viel mehr Weg brauche. Ja. Also, da brauche ich wenig, da brauche ich relativ viel, wenn das flach ist. Ist auch eine sehr logische Geschichte eigentlich. Ja. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das Thema Stimmstock für jeden Streicher ein relevantes Thema ist, weil es immer wieder Leute sozusagen einen Bedarf an wirklichen haben, dass der Stimmstock korrigiert wird, tauscht wird oder sonst irgendwas. Oft einmal ist es hilfreich, wenn man sehr genau weiß, was man tut. Und ich sage jetzt einmal, das, was ich euch da erzählt habe, ist das, was mein Erfahrungswert ist. Wobei ich wirklich dazu sagen muss, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, die außerhalb dieser Faustregeln sind und außerhalb dieser Normen sind, wo man halt auch noch ein besseres Ergebnis erzielen konnte. In seltenen Einzelfällen. Ja. In ganz vielen Fällen ist es genau so, wie ich es euch jetzt erzählt habe. Ja. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst das gern in die Kommentare unten und wir werden versuchen, das auch zu beantworten. In jedem Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Video wieder dabei sind. Pfiat euch! Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie lang ist die richtige Länge. Klingt ein bisschen blöd, oder? Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Mann, es geht darum, wer hat den längsten. Auf dem Niveau, auf dem bewege ich mich nicht. Hallo? Ja. Hier ist Rente, oder? Natürlich, gleich wie alle Kühlschränke. Wenn du so weit bist, reiß wieder an. Bitte. Ja, sicher. Na, warte, dann hupf ich einfach. Zuerst mal hast du immer, wenn ich so genommen und jetzt ist er motiviert von sich aus. Na, motiviert ist er nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, wie konnte ich meinen Buben richtig verarschen? Und das geht nur so, indem ich jetzt das immer noch mal machen will. Ah, so sau. Weißt du, was wir jetzt auch machen können? Aber da müsstest du einmal deinen Tisch ein bisschen schöner abräumen. Warum muss ich den besser abräumen? Oder den da? Let's go! Ein bisschen schaut es jetzt so aus für mich, als wenn ich jetzt auch nicht zum Kaffee komme noch. Richtig. 2 Stimmstöcke. Es ist in jedem Instrument nur ein Stimmstock drinnen. Gibt sogar Leute, glaube ich, so eine Transportsicherung. Und jetzt eine Frage an die Kollegen. Wie macht's ihr das? Nein, ich will den Scheiß gar nicht hören. Also. Okay, das kann man. Wir haben das immer mit Schleifpapier gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht. Oh, Gibt es echt unterschiedliche Meinungen? sicher. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Glaubt ihr das jetzt als Erklärung? Ja, sicher. Ja, aus dem muss ich immer nachfragen als der unwissende Zuschauer, nicht? In dem Fall stimmt Du hast da eh leicht. Nein, in dem Fall stimmt das nicht ganz.